Jo, moin Freunde, willkommen zurück in der Nerdcray. Tim hier. Heute endlich, wie versprochen, schon vorher, das erste von 2 Back-to-Back-Reviews für TF Robots. Dank denen konnte ich mir 2 neue Figuren angucken. Die eine ist schon einen Ticken älter, die gibt es heute. X-Transbots Flip-Out. Den habe ich schon eine Weile rumliegen. Es gab immer irgendwas anderes und da bin ich dann vorher aufgesprungen, zum Beispiel die Storm Collectibles, die ich gemacht habe und sowas. Aber jetzt hatte ich ein bisschen Freiraum. Jetzt habe ich gedacht, jetzt tackle ich das endlich mal. In der Woche gab es schon meinen Foto-Review. Den habe ich euch unten wie immer verlinkt. Gab es auf Facebook und auf Instagram, die fleißig gucken, haben den wahrscheinlich schon gesehen. Von daher würde ich sagen, da es ein bisschen mehr Negatives zu dem guten Kerl gibt, fangen wir gleich an mit der Box. Dieses übliche X-Transbots Modell, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Auf der Front eine schöne Art von Flip-Out, also Wild Rider. Und Wild Rider ist da so partiell foliert drauf wie immer, Blitze drumherum. Also wir sehen am Ende ein schön kombiniertes Bild von ihm und den anderen 5 und anderen 4. Und wahrscheinlich Männer so in der Mitte, sehr schön. An der Seite nach links gedreht, einmal haben wir hier G1 Textbacks mit einer kleinen Bio, die werde ich euch jetzt nicht vorlesen. Auf der Rückseite im Endeffekt dasselbe Bild von Flip-Out, allerdings ist er da komplett in Blitzen, sprich er ist jetzt in Männer so, ziemlich geil. Nochmal nach links gedreht haben wir noch ein Logo. I'm the black cat that passed you and broke your mirrors. Nette Idee. Und also oben und unten haben wir dann den Titel X-Transbots Master X Series 86 MX14 Berserker Terrorist Flip-Out. Was gut aussieht. Und einen kleinen Ränder vom Auto. Ein paar Warnungshinweise. Nicht viel mehr dran. Und zu Flip-Out selber im Fahrzeugmodus. Was ihr ja auch schon dann in der 3D seht vom Automodus, ist, dass der nicht so ganz geschlossen ist. Der ist sehr gapy, also sehr viele Lücken. Dafür muss ich allerdings sagen, das ist wahrscheinlich eins der erlösendsten Features, die der Kerl mitbringt. Das ist wahrscheinlich die am schicksten angemalte, also gepaintete Figur, die ich jemals gesehen habe. Wir haben richtig tolles Metallic Grau, das so ein bisschen fast in Richtung Blau oder Magenta geht. Ich meine jetzt nicht so Flip-Flop-Lackierung, aber das ist nicht komplett grau. Also die haben da noch irgendwas beigemischt. Sieht sehr cool aus. Rote Akzente unten am Auto, auch Metallic Rot, richtig toll. Also wunderschön. Kleines Ferrari-Emblem an den Seiten und auf der Front, also auf der Haube. Rücklichter, Blinker, Auspuff, alles angemalt. Von unten sehen wir, das habt ihr jetzt in der 360 natürlich nicht gesehen, unten ist aber sehr aufgeräumt. Man sieht ein bisschen Bord, aber nicht allzu viel. Und innen drinnen macht der kleine Kopf ein bisschen Peekaboo. Aber alles in allem, wie gesagt, also farblich das schönste Ding, was ich jemals gesehen habe. Aber was ihr gleich in der Top-Down sehen werdet, ist dann nicht so cool. Und dazu kommen wir jetzt. So, da sind wir zurück und da sehen wir schon, ne? Das ist das erste große Ding. Bei der Transformation ist direkt beim ersten Schritt das Stück rausgebrochen. Das ist mir vorher auch noch nie passiert, also richtig, richtig bitter muss ich sagen. Aber okay, in meinem kurzen Positiven, ihr seht schon als Nahansicht, also das ist wirklich, sieht saugeil aus, dieser Perleffekt sieht unfassbar schön aus. Wirklich, wirklich toll. Ist echt traurig mit dem Stück, das versaut echt alles, auch dass die Toleranzen nicht so gut sind. Also wenn man das hier zusammendrückt und das runter und rein, seht ihr schon, geht direkt auseinander, auf der anderen Seite auch. Ansonsten das Rot von den Fenstern ist toll, das Rot an der Seite ist toll. Die Details hier und hier sind alle wirklich 100%ig gemacht, Rückseite auch. Also es ist wirklich der Kracher, muss man sagen. Farblich wirklich, wirklich, wirklich schön. Kann ich nicht anders sagen. Aber kurz zu den Accessoires, da wollte ich natürlich drüber reden. Waffe. Das normale X-Transbots Format, auch selbe Farbe oben drüber, können den hier reinklappen. Ich weiß jetzt nicht wozu, vielleicht kann man den am Ende wahrscheinlich noch zusammenbauen mit den anderen zu einer neuen Waffe, aber mit dem normalen Masterpiece-System kommt der ganz normal hinten rein. Ist auch irgendwie nicht mal zu locker, geht einfach nur schön leicht rein und sitzt gut drin, muss ich sagen. Zusätzlich kommt er mit einem kleinen Crack-Up-Gesicht. Katzenhaare, das hatten wir letztes Mal gar nicht. Der Running Gag ist zurück. Guckt es euch an. Ja, muss man nicht haben.
Naja, jedenfalls das kleine Crack-Up-Gesicht. Sieht gut aus. Ich glaube, da haben sich Leute beschwert, dass das Original ein bisschen am Lachen ist. Was soll's. Karte. Auch schick. Grafik vorne drauf. Bisschen 86 Transformer Style, sehr schön. Titel, dieselbe Grafik wie auf der Front. Hinten ein Close-Up von seinem Gesicht. Die Bio und seine Textpacks. Und dann natürlich die Anleitung. Größer als bei Crack-Up. Alles, was sein muss, was sich bewegt, ist gelb hervorgehoben. Und hier seht ihr schon, was passiert ist im Endeffekt. Das hier, wo war das? Hier war das. Das soll man nach oben, aber das passiert nicht großartig. Also man muss das rauswinkeln. Und selbst wenn man es macht und das haut das runter, ist es wirklich, ich zeige das mal eben schon mal, die Toleranz von dem Pack hier drin, das Problem hat. Seht ihr schon. So ist das nicht das Problem. Jetzt, wo es lose genug ist. Ha, 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 ha. Naja, jedenfalls weiter zur Anleitung. Die bringt alles mit, was wir brauchen. Was da alles mit zukommt. Wie die Waffe kommt. Dann kommen wir schon zur Transformation. Und hinten kommt natürlich noch ein sehr interessanter Teil. Hier sehen wir dann, wie es zum Beispiel mit Crack-Up aussieht. Beiden nebeneinander. Megatron, habe ich auch ein Bild gemacht. Zeige euch hinterher. Sieht man im Bot-Modus am besten. Dann das Deathwitch bald kommt. Deren Dead End. Ränder sehen top aus. Und deren Dragstrip, ich glaube, da gab es noch keinen Namen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und Motormaster, wie geil sieht dieser Truck-Modus aus, also irre gut. Ein bisschen merkwürdig dann, Sold Separately, dann kommt der Trailer, Sold Separately. Das will uns XTV damit sagen. Naja, und Männer so, also G1, perfekt, kann man eigentlich sagen. Ja, dann zur Transformation. Das ist kein Hexenwerk. Wir klappen, müssen das aufmachen und klappen wir den ganzen Teil runter. Das können wir auch so ein bisschen justieren, das wird hinterher wichtig. So, Füße schon mal so. Dann können wir an dem Punkt die beiden Paneele aufmachen. Ich weiß schon, warum ich Ace Milo Sparcher hier hingepackt habe. Ah, der will gerade nicht. Da, den auf, dann können wir an der Stelle die beiden öffnen. So, das sieht gut aus. So, an dem Punkt splitten sich auch schon die Beine allmählich. Jetzt können wir das lösen. Mit ein bisschen Wiggle Room klappt das dann auch. So, und jetzt können wir die Beine nach unten. Ihr seht schon, der ganze untere Teil, der klappt schon von selber auf. Falten wir die nach außen für ein bisschen mehr Spielraum. So. Bringen die Knie komplett raus. Dann sieht das so aus. Aber was wir jetzt wollen, ist natürlich die Beine freilegen. Sprich, wir drehen den ganzen Teil so rum. Und dann müssen wir den Teil einmal so rum. Und, jetzt muss ich mal gucken. Ich komme mit sowas grundsätzlich durcheinander. Rein. So war das. Und dann schließen wir den und den. Das kommt einfach hier rüber und das wird hinten eingeklappt. Das ist das Gute, da sieht man noch das Abgebrochene nicht. Den Fuß klappen wir auf und das ist ein Bein. Zweites Bein, wie man auf so Deutsch so schön sagt, dasselbe in grün. Das Ganze öffnen wir den einmal so rum. Rein, die beiden klappen rein, zu, Fuß auf, dann haben wir den unteren Teil schon mal fertig, wie ihr schon seht, der hat einen Waist Swivel, da kommen wir gleich noch zu. Dann soll man die Türen rausziehen, leichter gesagt als getan, 1 und 2. Können wir ein bisschen rausklappen. Die Fenster können schon mal rein. Dann öffnen wir die Front hier. Das ist schon gelöst. Hier, hier und hier. Dann löst sich schon die ganze Front ab. Das klappt wirklich spitze. Die Arme können schon mal raus. Double Hinges. Dann die runter, den runter. Der Kopf kann schon mal hier hin. Und dann müsst ihr aufpassen, ihr seht hier diese Löcher, ne?
die kleinen Pins, die hier drin sind, die kommen hier rein. Und zwar indem ihr das dann wieder runter slidet, das in eine Linie bringt, das in eine Linie bringt. Und dann bringt ihr die Türen rum. Das ist ein bisschen... Na, ja, die Arme kommen auch ein bisschen schnell raus. Ich bringe den gleich wieder an. Das ist ein bisschen... ich finde, das ist alles nicht so ganz optimal von X-Transport gemacht. Aber wie ihr ja schon gehört habt, also dieses Reinschnappen, wenn man es denn hat, klappt das auch eigentlich ziemlich schnell. So, Tür rum, rein, dann kann der Arm runter. An dem Punkt können wir den wieder reinbringen. Natürlich gucken, dass der Ball vernünftig sitzt. Jetzt ist der andere rausgesprungen. So, dann haben wir das. Und jetzt kommen wir zum restlichen Teil. Wir klappen das ein. Die Kotflügel kommen rein. Das ganze Teil kollabiert. Und faltet hier hinten ein. Und dann haben wir hier den Bordmodus. Und der funktioniert wirklich 100%ig. Also der sieht sehr gut aus. Gut, nicht 100%ig. Ich bin damit manchmal ein bisschen schnell, Verzeihung. Denn die Arme lassen sich nicht komplett ranlegen, wegen den Türen hier drin. Aber nichtsdestotrotz ist der Bordmodus wirklich absolut gelungen. Kann man nicht anders sagen. Die Farbdetails aus dem Automodus kommen super rüber. Wir haben die normalen Masterpiece-Styled Hände mit dem Pack drin. Sprich, wenn wir die Waffe ein bisschen reindrehen, dann kommt die auch gut rein. Hält vernünftig. Lassen wir das mal eben so. Seht. Kein Problem. Hält da gut. Und ja, die ganzen Details aus dem Fahrzeugmodus kommen wirklich spitze rüber. Sehr schön. Artikulation bei dem ist auch sehr gut. Wir haben 360er Bewegung am Kopf. Swivel hoch runter. Nicht so super viel. Arm kommt sehr gut hoch. Rundrum ist dank dem Balljoint kein Problem. Kein Butterfly trotz eines Swivel Joints. Double Jointed Ellbogen. Wir haben einen Bicep Swivel, Wrist Swivel und die 4 Finger auf dem Pin. Klavierhände, wie ein gewisser anderer Reviewer sagen würde. Waist Swivel, so haut das nicht hin, knallt hinten hin, aber wenn ihr den Ab Crunch nutzt, klappt das wirklich gut und das ist wirklich ein verdammt tiefer Crunch. Haut natürlich das Sculpt durcheinander, aber so macht er schon gute Posen möglich. Hip Skirts kommen gut raus, alle 4, nichts Schlimmes, komplett durch die Bank weg. Auch diese super schöne Farbe. 100%ig. Lassen wir das mal eben draußen. Voll nach hinten, voll nach vorne. Single Jointed, nie knapp unter 90 Grad, nicht viel. Also nicht viel weniger als 90 Grad, klappt gut. Und wir haben einen Rocker. Kein Toe Tilt, aber der ganze Fuß tiltet. Von daher, ja. Also der Bordmodus, der funktioniert durch die Bank weg. Und hier ist er vom Rücken. Ich finde, das Ganze hier ein bisschen zu breit. Das ist ein bisschen schade. Das hätten wir ein bisschen besser komprimieren können. Fällt aber von der Front jetzt nicht so hart auf. Und das Schöne ist natürlich, wenn ihr den im Bordmodus habt, dann kommen die ganzen Toleranzprobleme aus dem Auto auch nicht durch. Weil hier klappt alles wesentlich besser. Ich meine, das Threadshield hört sich allein schon toll an. Dieses metallische Klicken, ganz großartig. Die ganzen Farbapplikationen. Also wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Ich finde, der ist wirklich super schön gepainted. Wirklich 100%ig. Sieht wunderschön aus. Also ich kann es nicht oft genug sagen, wie schön diese Farbe aussieht. Guck dir mal das Perl an. Irre. Absolut irre. Also wirklich, wirklich toll. Aber das Ding ist, wenn ihr den zurücktransformieren wollt, dann sind die Passformen das Problem. Deswegen auch schon vorher die Lücken. Aber dazu kann ich euch gleich ein bisschen mehr erzählen. Das war jedenfalls erstmal Flip-Out. Jo, Transformation nicht allzu kompliziert. Abgesehen von dem bisschen Rumgedrehe unten am Heck. Aber irgendwie, weiß nicht, habe ich immer irgendwie ein Problem mit. Jedenfalls 360 und ein Vergleich mit Crack-Up und Megatron mal eben für euch, dass ihr seht, wie gut der aussieht. Nochmal rundherum. Ich denke, die Top-Down hat das schon ganz gut gezeigt. Ein paar hohle Bits an der Seite, muss ich sagen. Das
Stört mich jetzt aber nicht. Ich meine, das passiert irgendwo. Backpack, das muss irgendwie zusammenfalten. Finde ich jetzt nicht über die Maßen wild. Aber alles in allem wirklich, also schön anzusehen ist der Bot. Aber das Problem mit den Toleranzen würde mich halt persönlich von einem Kauf abhalten. Und deswegen gebe ich dem Ding auch nur, wenn ich dem mal Schulnoten geben sollte, eine 3. Weil ich habe für mich persönlich gesagt, Crack-Up ist für mich so ziemlich eine 2+, weil den hat man ausgepackt. Man ist das eigentlich von X-Transports nicht gewohnt. Der klappte durch die Bank weg. Das einzige Problem, was Crack-Up im Endeffekt hatte, waren diese Bügel oben auf der Schulter. Die hat man eingepackt und wenn man den Arm rumgespielt hat, in eine Pose gebracht hat oder irgendwas, dann haben die sich halt ziemlich schnell gelöst. Das war aber grundsätzlich das einzige Problem. Die Toleranzen, die Transformation von dem Kerl war nämlich top-notch. Bei Flip-Out ist das Ding, dass die Transformation grundsätzlich auch funktioniert, wenn man diesen furchtbar schreckhaften Moment des Dachs hinter sich hat. Und genug Leute haben zu mir gesagt, dass sie auch Probleme da hatten. Zum Beispiel Cybertron Warriors. Dem ist nichts gebrochen, aber dafür Bobby Skullface. Dem ist allerdings schlimmer als bei mir tatsächlich oben wirklich so ein Dreieck rausgebrochen. Und zwar auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Sprich, oben hat er jetzt einfach so eine klaffende Lücke. Nicht schön, absolut nicht schön. Und auch beim Zurücktransformieren, ich denke, das wird bei Monolith, den Combiner, noch ein bisschen problematischer, wenn man den zusammenbauen will. Abgesehen von den Toleranzproblemen, wie gesagt, aber jede Menge positive Sachen. Transformation haut 100%ig hin. Die Farbe, wahrscheinlich das Schönste, was ich jemals an einem Bot gesehen habe. Also es gibt eine Menge metallic angemalte Figuren, zum Beispiel Power Baser. Sieht gut aus da, wo es angemalt ist, aber komplett metallic und es sind keine Farbabplatzer und das funktioniert. Das ist nämlich das Krasse. Selbst beim abgebrochenen Stück ist kein Farbabplatzer. Und ja, kann man nicht viel mehr zu sagen, würde ich sagen. Ist von mir so ein mittelmäßiges Empfehlungsding. Schön auf jeden Fall, wenn ihr den für den Combiner holt. Müsst ihr gucken. Ich werde auf jeden Fall ein Review von machen. Ich kann den Crack-Up und die 3, die noch kommen, dann behalten und auch ein Review von dem machen. Bin ich sehr gespannt drauf. Für heute jedenfalls war es das. Wenn ihr mich kontaktieren wollt, wie immer, alles unten in der Beschreibung oder in meinem Profil. Facebook, Instagram, ist alles da. Auch Mail natürlich, nicht zu vergessen. Und als nächstes kommt Teil 1 des Making-ofs meines Mortal Kombat Dioramas. In dem Sinne wünsche ich euch erstmal einen schönen Restsonntag und kommt gut in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.